Herzlich willkommen zu unserem neuen Video aus Spanien. Diese Woche wandern wir mit euch durch die Alpujarra. Und wir gehen mit euch über die spektakuläre Brücke von Ronda. Besichtigen Córdoba und Sevilla und all das gibt's nach dem Intro. Bleibt dran! Wir sind Petra und Christoph aus Hamburg. Ein Jahr verbringen wir auf kleinstem Raum mit größtmöglicher Freiheit in unserem Pössl-Kastenwagen. Unser Weg führt uns über den Balkan, durch den Kaukasus und die zentralasiatischen Staaten entlang der Seidenstraße. Auf dieser Midlife-Reise füllen wir weiße Flecken auf unserer persönlichen Landkarte. Filling White Spots eben. Wir sind auf dem Weg von Pampanera nach Bubión. Genau, da steht's. Heute geht so ein kleiner Wind und aus Zeitgründen haben wir jetzt unsere ursprünglich geplante 10-Kilometer-Tour auch so ein bisschen zusammengestrichen. Aber ja, wir wollen trotz allem natürlich das nächste Dorf entdecken und nehmen euch natürlich mit. Mit Bubión besuchen wir das mittlere und ruhigste der 3 Dörfer der Alpujarra. Auf 1350 Metern Höhe leben hier ca. 300 Menschen und es gibt 4 Bars, die allerdings während unseres Besuches alle geschlossen sind. Da diese Quelle noch nicht auf ihre Trinkwasserqualität getestet wurde, übernehme ich das. Die Gemeinde Bubión kann das Schild jetzt abnehmen, mir geht es auch 2 Tage danach noch gut. Guten Morgen aus Lanjarón. Wir sind gestern aus Pampanera wieder abgefahren, nach 3 Nächten. Hat uns echt gut gefallen da. Und auf dem Weg in Richtung Córdoba sind wir dann hier in Lanjarón hängen geblieben, haben am Straßenrand so eine kleine Parkbucht entdeckt, an so einem kleinen, ja, Park ist vielleicht übertrieben, an so einem Grünstreifen. Und das sah irgendwie ganz entspannt aus, haben dann aus der Kneipe gegenüber noch 2 Flaschen alkoholfreies Bier organisiert,
Man hat mir dann zu verstehen gegeben, dass ich doch bitte das Leergut zurückbringen möge. Habe ich heute Morgen dann auch schon gemacht. Und wir starten jetzt entspannt in den Tag, frühstücken gleich. Es ist mittlerweile kurz nach 10. Wir sind ein bisschen zu Langschläfern mutiert hier. Genau, freuen uns auf Cordoba und melden uns dann später wieder. Nach unserer Ankunft machen wir einen kurzen Spaziergang durch die Altstadt von Cordoba, um einen ersten Blick auf die schöne Kathedrale zu werfen. Heute geht es erstmal um Puschel. Den letzten Ölwechsel haben wir in Zentralasien machen lassen. Nach weiteren 10.000 Kilometern ist es jetzt mal wieder soweit. Etwas außerhalb der Stadt haben wir einen Termin beim Zitronenhändler. Nach 2,5 Stunden und um 300 € ärmer rollen wir zurück auf unseren Parkplatz direkt im Zentrum der Stadt. Cordobas Altstadt bietet mit ihren engen Gassen und schönen Plätzen ein malerisches Labyrinth mit maurischen, christlichen und jüdischen Einflüssen. Die Mezquita-Kathedrale ist das Wahrzeichen Cordobas. Der Patio de los Naranjos, ein Hof der Orangenbäume, begrüßt uns mit seinem mediterranen Flair. Die Kathedrale ist ursprünglich als Moschee im 8. Jahrhundert erbaut worden. Im 13. Jahrhundert wandelte man sie zu einer beeindruckenden Kathedrale um.
Das Zusammenspiel zwischen maurischer Architektur und christlicher Symbolik schafft eine einzigartige Atmosphäre. Uns begeistern die endlosen Säulenreihen und kunstvollen Bögen. Nachdem wir heute Morgen kurz nach dem Aufstehen dachten, wir hätten den Kontinent schon gewechselt und wären in London aufgewacht, hat die Sonne jetzt doch noch ein Erbarmen und der Himmel reißt ein bisschen auf. Und das Ganze lädt uns so ein bisschen zum Stadtbummel ein. Ja, wir genießen Córdoba total. Was für eine schöne Stadt und was für eine grandiose Kathedrale. Ich kannte sie bisher immer nur aus meinen Spanischbüchern und ich bin auch hier total glücklich, dass ich sie jetzt endlich mal von innen gesehen habe. Und die Stadt ist einfach total so, wie ich mir Andalusien immer vorgestellt habe. Absolut. Einfach sehr, sehr schön. Ja. Hier und da können wir einen kurzen Blick in einen der zahlreichen Patios der Stadt werfen. Die traditionellen Innenhöfe öffnen einmal jährlich, allerdings erst im Mai, den Besuchern ihre Pforten. Eine Einladung an uns, irgendwann im Frühling wiederzukommen. In Córdoba parken wir auf einem kostenpflichtigen Camperstellplatz direkt am historischen Zentrum. Die 23 € für die Nacht nehmen wir bewusst in Kauf, nachdem wir auf einem kostenlosen Stellplatz am Rande der Stadt in eine zertrümmerte Autoscheibe geblickt hatten. Wir grüßen euch aus Campias, ein kleiner Ort kurz vor Ronda.
Wir stehen hier for free mal wieder in der Gemeinde. Das ist eine total schöne Einrichtung, die Spanien hier in vielen ländlichen Gemeinden hat, dass sie Stellplätze anbieten. Und diesmal ist das Besondere, dass es hier nicht nur eine Entsorgung und eine Wasserversorgung, sondern auch an 3 Steckdosen kostenfreien Strom gibt. Und da wir jetzt schon ein paar Tage durch die Gegend kurven und unsere Batterie nie so richtig voll ist, haben wir es jetzt mal genutzt und uns hier angeklemmt. Wir sind gestern angekommen, spät nachmittags, mussten erstmal in zweiter Reihe parken. Alle 3 Steckdosen waren belegt. Heute Morgen während des Frühstücks haben wir dann gesehen, dass jemand wegfuhr. Dann haben wir uns gleich in Bewegung gesetzt. Leider waren trotzdem alle 3 Steckdosen belegt. Ich habe dann einfach an diesen Wagen mal geklopft und die gefragt, ob sie für ein paar Stunden ihre Steckdose freigeben. Das haben die dann gemacht. War super nett. Mittlerweile haben wir sozusagen eine eigene Steckdose. So ein bisschen Fluktuation ist hier immer, deswegen tauscht das sich hier immer so ein bisschen durch. Wir fahren weiter in Richtung Ronda. Die Stadt liegt in einer wunderschönen Landschaft und bietet mit der Punte Nuevo ein beeindruckendes Wahrzeichen. Die 100 Meter hohe Steinbrücke über dem Fluss El Techo verbindet die Altstadt von Ronda mit der Neustadt. Dieses Meisterwerk der Ingenieurskunst entstand im 18. Jahrhundert in einer Bauzeit von über 40 Jahren. Zufällig laufen wir an der Casa Don Bosco vorbei. Das im frühen 20. Jahrhundert erbaute Jugendstilhaus vererbten die Eigentümer an den Salesianerorden, der es lange als Krankenstation nutzte. Heute können die Wohnräume besichtigt werden. Von der großzügigen Terrasse aus bietet sich uns ein toller Blick auf die Puente Nuevo. Die 2,50 € Eintritt lohnen sich also sehr. Guten Morgen. Wir haben eine wilde Nacht hinter uns mit viel Regen und viel Sturm.
Puschel hat extrem geschaukelt, fühlte sich teilweise an, als wären wir auf einer Schifffahrt. Wir haben in einem kleinen Park übernachtet, in der Nähe eines Dorfes namens El Coronil. Wir sind gestern gar nicht mehr groß unterwegs gewesen hier, weil es extrem geregnet hat. Temperaturen sind recht angenehm. Bevor wir jetzt aufbrechen nach Sevilla, habe ich mir gedacht, mache ich noch mal so einen kleinen Walk hier, um mir das zumindest mal so ein bisschen anzugucken. Wir sind ja Profis, was das Steckenbleiben mit unserem Kastenwagen angeht. Deshalb haben wir auch diesen Bereich gemieden und sind mehr oder weniger gleich am Anfang des Parkplatzes stehen geblieben. Und ich glaube, das war eine sehr gute Idee. Auf unserer Fahrt nach Sevilla tut sich vor uns eine bedrohliche Gewitterfront auf. Der Starkregen ist jedoch von kurzer Dauer und schließlich begrüßt uns die Stadt mit Sonnenschein. Um in Sevilla anzukommen, suchen wir uns ein schönes Kaffeehaus und beobachten das Treiben. Wir stürzen uns in die engen Gassen der andalusischen Hauptstadt. An der Kathedrale angekommen, stellen wir fest, dass die Eintrittspreise in Sevilla hoch sind. Wir beschließen, die Kathedrale von außen zu bestaunen und den Eintritt von 12 € pro Person anderweitig zu investieren. Für 18 € pro Person besichtigen wir die Casa de Pilatos aus dem 16. Jahrhundert. Der typische andalusische Adelspalast mit italienischen und maurischen Elementen wurde von seinem Besitzer nach einer Jerusalem-Reise umgebaut und besteht aus mehreren Flügeln, Innenhöfen und Gärten.
Nach so viel Geschichte stärken wir uns in einer typischen Tapas-Bar. Genauso typisch für Andalusien ist der Flamenco. Wir freuen uns auf einen musikalischen Abend in der Casa del Flamenco. Auch in Sevilla entscheiden wir uns für einen überwachten Parkplatz. Für 24 Stunden zahlen wir 19,50 €. Ins Zentrum kommen wir mit dem Bus für 1,40 € pro Person. Am zweiten Tag unseres Besuches in Sevilla besichtigen wir das Alcázar für 14,50 € pro Person. Um die Schlange vor dem Kassenhäuschen zu vermeiden, kaufen wir unsere Tickets online. So müssen wir nur noch kurz beim Einlass warten. Der Königspalast aus dem 14. Jahrhundert ist ein weiteres schönes Beispiel für die maurische Architektur unter christlich-spanischer Herrschaft und wird auch heute noch von der Königsfamilie genutzt. Das war unsere 5. Woche in Spanien. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder abonniert unseren Kanal. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Afrika und melden uns nächstes Wochenende aus Marokko. Bis dahin. Tschüss.